what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Hey, moin, da bin ich ja wieder. Ihr auch. Lange nicht gesehen. Vielen Dank fürs Einschalten oder fürs Anklicken. Vielleicht ist das Thema ja ganz interessant für euch. Ich habe ein Paket bekommen. Und zwar wieder mal von Winwing. Möchte heute mal so ein bisschen zum Thema Joystick was erzählen. Mit dem Flagstick X fing alles an bei mir. Mittlerweile nutze ich die Kombi, den T16000, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Und jetzt haben wir den Ursa Minor. Habe ich auch ein kleines Video zu gemacht, damit ihr mal eine 360-Grad-Ansicht habt, beziehungsweise da mal euch einen Eindruck verschaffen könnt. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, vom Versand her. Was ist im Lieferumfang drin? Ein riesengroßer Packen Kunststoff. Im einen Jahr gut, dann kommt das Ding super heile bei einem zu Hause an. Umwelttechnisch finde ich, ist es schon ziemlich krass, was Winwing da macht. Das hatte ich schon bei der FCU festgestellt. Ein riesengroßer Karton, viel Plastik und ja, könnten sie mal noch ein bisschen dran arbeiten. Im Lieferumfang waren außerdem Stick noch ein USB-Kabel mit USB-A auf USB-C. Wie ihr im Video seht, hat der Ursa Minor tatsächlich eine USB-C-Buchse. Gefällt mir sehr gut. Kabel ist 2 Meter lang. Und dazu gab es dann einmal eine Abdeckplatte. Das Ding hier kann man dann auf den Griff rauf machen, wo der POV-Schalter ist. Hält magnetisch. Und dazu noch 2 Imbusschlüssel und 2 kleine Schrauben. Kann man hier so reinhalten. Da seht ihr es. Ups. So. Ja. Was man immer wieder hört oder im Foren liest, ist so diese Tatsache, Winwing, wo bleibt meine Hardware? Ich warte immer noch auf meine FCU. Ich habe jetzt Gott sei Dank das Glück und kann sagen, bei mir das mit dem Versand relativ gut funktioniert. Ich habe da gar nichts zu meckern. Die FCU war eine Pre-Order. Pre-Order heißt vorbestellen. Wer vorbestellt, es ist noch nicht ein Liefertermin. Also muss ich entsprechend länger warten, bis die offizielle Auslieferung läuft. Damit einhergehend natürlich klar eine längere Lieferzeit. Bei dem Ursa Minor war es tatsächlich so, ich habe am 4.9. bestellt. Und wie ihr seht, Winwing hat mittlerweile noch ein paar Stores mehr. Sie haben USA, sie haben Kanada, sie haben die EU und sie haben Japan. Wenn ich mich auf der Winwing-Seite einmelde, wird einem auch immer gleich gesagt, welche Region bist du? Ich habe immer direkt Europa angeklickt, entsprechend am 4.9. bestellt. Ich glaube am 6.9. Oder am 5.9. war die Versandbestätigung da und am 7.9. das Paket bei mir angekommen. Versand aus Deutschland in einer Folie. Ganz normal. Ja. Also sie haben sich da deutlich verbessert. Sie weisen auch immer darauf hin. Auf der Seite sind auch Lieferverfügbarkeiten. Witzigerweise hat man da doch schon Unterschiede. Bei dem einen oder anderen Gerät ist on Stock, andere nicht. Bei manchen Geräten, wenn sie nicht verfügbar sind, wird man auf den globalen Shop hingewiesen. Ja, naja, so weit, so gut. Dann mal einfach mal ins Detail rein zu dem Ursa Minor. Der Ursa Minor, den gibt es tatsächlich in 3 Variationen und die werde ich euch auch nicht vorenthalten. Wir haben nämlich links die Veikta-Variante. Veikta, ne? Veikta. Nee, die Veikta-Variante. Ich gehe mal von aus, sie ist eher für Ambitionierte, die eine 15 F-16 im Kampfpiloten. In der Mitte haben wir die Space-Variante und rechts den Airliner. Den habe ich jetzt euch natürlich jetzt hier auch, weil ich gerne den Airbus fliege. Zu allen 3 Modellen, die gibt es jeweils in der Variante links oder rechts. Auch sehr spannend.
Ähm, Alle haben eine dezente RGB-Beleuchtung, die die Konturen der Base relativ dezent kräftigt. Finde ich eigentlich ganz schön. Die Beleuchtung kann man in der SIM-App selber einstellen. Manche machen es ein bisschen heller, manche ein bisschen dunkler. Beziehungsweise die Beleuchtung ist auch ein Indikator, wenn ich ein Firmware-Update mache, dann blinkt die Beleuchtung. Firmware-Update kommen wir später dazu. Gehe ich mit euch auch nochmal so dann im Detail dann direkt durch. Ähm, Wir haben dann tatsächlich, muss ich sagen, ähm, zu dem Airliner, beziehungsweise zu dem, ja, welche Konkurrenz will denn jetzt eigentlich Winwing machen? Ähm, Wenn man mal bedenkt, preislich haben wir bei dem Airbus TCA, was ja ein 1 zu 1 Replik ist vom Original Airbus, bei Wire Stick eine UVP von 69 €. Kriegt man bei Mediamarkt und bei Amazon auch für 49 €. Und wir haben ja nächste Woche die Amazon Prime Days. Ich habe ihn jetzt noch nicht günstiger gesehen wie 49 €, aber dennoch einfach mal für euch, damit ihr preislich die Orientierung habt, wo wir liegen. Wir liegen hier eigentlich in einem Low-Budget-Bereich. So nenne ich es jetzt mal. Wenn ihr mal auch auf Winwing oder bei Moser schaut, kann man für so einen Flightstick deutlich mehr ausgeben. Einige 100 € bis zu 1000 €. Dann haben wir in der Mitte den T16000, den ich aktuell noch im Einsatz habe. Den gibt es einzeln UVP für 59 oder 69 €. Kann man tatsächlich einmal in der Kombi holen, zweimal den Flightstick oder einmal den Flightstick mit einer Hota. Da liegen wir dann bei 120 €, glaube ich, waren es, oder 110 €. Und in der Kombi mit Ruder und Hoder liegt das ganze Set bei 199 €. Habe ich übrigens bei Amazon, kommen wir nochmal auf Amazon Prime zurück, letztes Jahr von meiner Quasar-Katze bekommen und da hat sie 179 bezahlt. Also das war auch bis jetzt der Best Price. Einfach mal für euch, die jetzt ein bisschen den Schwaben raushängen lassen wollen. Ja, zu dem Airbus TCA links gibt es noch eine kleine Anmerkung von mir. Den gibt es auch in zwei Variationen. Einmal in der PC-Variante für 69 € wie jetzt hier dargestellt. Und die gibt es aber auch noch für die Xbox. Ähm, Bei der Xbox kostet der Ganze dann mal eben 110 Schlümpfe. Finde ich ehrlich gesagt für einen Flightstick ziemlich teuer, aber es gibt relativ wenig Equipment für die Xbox. Also wissen sie, wo sie das Geld holen können. Ist allerdings aber auch berechtigt, weil er hat einen sehr guten Ruf. Ähm, zu dem TCA links von Airbus gibt es dann ja natürlich auch noch das eine oder andere Zubehör, was mir sehr gut gefällt bei den Trustmaster-Geräten, die es als Kombi gibt. Die haben eine Kaskadierung. Das heißt, ich habe den Flightstick, habe den an USB am PC angeschlossen und die Zubehörteile hängen immer irgendwie nur an einem USB-Port dran, weil die dann durchgeschleift werden. Also sprich, das meine ich mit Kaskadierung. Und so hat man entsprechend weniger USB-Ports belegt. Bei dem ähm, Ursa Minor haben wir das Ganze natürlich leider nicht. Und hier zum Isominer einmal kurz erklärt. Den gibt es ja, wie bereits erwähnt, in zwei Variationen, einmal links und einmal rechts. Sprich, die linke Variante ist für den Flight Captain. Da ist dann der rote Knopf, der für den Autopiloten zum Deaktivieren ist, auf der rechten Seite. Und wir haben die ähm, Version für, ich sage jetzt mal, nicht eigentlich Rechtshänder, sondern es orientiert sich ja wirklich ans Cockpit, wo der Joystick dann Fly-by-Wire rechts ist, mit dem Autopiloten links den Button für den Flight Officer. Ähm, Da gilt jetzt natürlich eins, bestelle ich links oder bestelle ich rechts, so wie ich bestellt, so habe ich ihn. Bei dem TCA bzw. bei dem T16000 von Trustmaster ist das Ganze ganz toll gelöst. Da gibt es entsprechende Zubehörteile, die sind auch im Lieferumfang drinne und kann sich den je nachdem, ob man Links- oder Rechtshändler ist, umbauen und hat an der Seite dann noch einen Switch, wo man umstellen kann, bist du Links- oder bist du Rechtshändler. So, zu dem Airline.
Ähm, Das ist tatsächlich ein fertig kompletter Stick, der aber mit einer Firmware ausgeliefert wird, beziehungsweise zwei Firmware-Teilen. Es ist tatsächlich so, dass die Base und der Stick separat von WinWing behandelt werden und für beide Komponenten gibt es auch jeweils immer ein Firmware-Update. Die Base hat jetzt bei mir im Auslieferungszustand die Version 0.99, das ist auch die aktuelle. Und der J-Grip, so nennt sich dann dieser Stick, der hat die Version 0.97 und gibt es jetzt, glaube ich, die Version 98. Soweit einmal im Detail. Und dann können wir ja eigentlich auch schon im Prinzip nochmal auf die einzelnen Sticks eingehen, damit ich euch nochmal da ein bisschen dazu erzähle. Ähm, Wir haben bei den drei Modellen tatsächlich ja, nochmal, was die größte Dimension betrifft, die Trustbuster punkten halt einfach. Du hast Links- und Rechtshänder-Variante und preislich liegen die ja alle gleich, kann man sagen. So, bei dem Trustmaster 16.000, der hat noch eine RGB-Beleuchtung, muss man auch mal dazu erwähnt haben, wenn wir schon davon reden, dass der Winwing Airline USA Minna RGB hat. So, was der große Vorteil von dem Winwing ist, und das war auch so eine Kaufmotivation für mich, der hat eine Vibration drin, dass ich eine Haptik und ein Feedback habe. So weit, so gut. Dachte ich zumindest. Aber da kommen wir auch nochmal später drauf. Oder kann ich auch schon jetzt verraten, im Flugsimulator ist es momentan nicht integriert. Vielleicht ändert sich das ja gleich mit der Firmware, will ich ja mit euch ausprobieren. Ich habe den schon mal angetestet. Da hat nichts vibriert. Wir haben dann auch nochmal, wenn wir zu dem Thema kommen, Maße. Ähm, Der Trustmaster TCA hat eine Bodenplatte von 195 mal 195 Millimeter. Ähm, Der Trustmaster, ich habe es mal grob gemessen, habe ich nichts im Inneren gefunden, aber kommt auch ungefähr hin. So 19,5, 19,7 mal 19,7. Ja, und der Ursa Minna, der ist nochmal gute 2,2 Zentimeter jeweils in Länge und Breite, was die Bodenplatte betrifft, entsprechend größer. Ähm, Hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert. Frage ich mich warum. Aber gut, ist so wie es ist. Also da ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch machen. Zum Boden oder Haftung selber, ja. Hat hier diese Gummis. Ich habe jetzt schon mal die Bodenplatte abgemacht. Spoiler-Alarm. An den Gummis ist eine Folie dran. Macht die bitte weg, weil am Anfang wundert euch, der rutscht. Wenn ihr die Folie abmacht, hat er einen richtig, richtig guten Halt. Also da kann Trustmaster tatsächlich nicht mithalten. Also richtig gut. Und ich habe eine relativ glatte, polierte Holzoberfläche, die dazu noch geölt ist und der hält Bombe. Also wunderbar. Ne? Hat 980 Gramm, ein bisschen mehr wie die anderen zwei Flightsticks, aber ist auch der Tatsache geschuldet, es steckt ja auch ein bisschen mehr Technik drin durch diese Vibration. So, eine ganz tolle, interessante Geschichte haben wir dann aber auch tatsächlich in der Form, dass wir sagen können, ähm, wie sieht es dann aus mit den Abtastpunkten? Es gibt tatsächlich einheitliche Meinungen und ein sehr gutes positives Feedback und Resonanz, was den Airbus TCA betrifft, weil der wirklich ziemlich nahe an den Original Airbus Fly-by-Wire-Stick rankommen soll. So, und wenn wir uns das Ganze mal angucken, der TCA hat eine Abtastrate von 15.000 mal 15.000 Punkten. Ähm, und hat schon eine ziemlich gute Kritik. Der 16.000er, da habe ich tatsächlich nichts dazu gefunden. Muss ich sagen, bin ich jetzt bisher eigentlich aber auch zufrieden gewesen und kann jetzt auch keine unmittelbaren direkten Vergleiche ziehen. Aber, und da kommen wir zu den großen Aber, das fand ich dann schon ziemlich geil. Der Ursa Minna, der hat tatsächlich 65.535 mal 65.535
Punkten. Und diese ganz vielen Punkte, die merkt man nämlich dann auch, wenn man einen Flieger fliegt. Ähm, Sagen wir es mal so rum. Ähm, Wenn der kleine Quasaro mit einem normalen Stick fliegt, dann könnte das etwas ruppiger sein. Hm. Mit dem Ursa Minor ist das Ganze jetzt smoother, weicher und es ist keine Kotzbüttel-Konservendose, die da in der Luft ist. Also man merkt tatsächlich den Unterschied. Er läuft wesentlich ruhiger, wesentlich eleganter. Tatsächlich ist auch so von der Haptik her das Gefühl, die Federn wirken etwas stärker als bei dem T16000, was das Ganze auch angenehm macht. Und wenn ich jetzt den Stick in der X-Achse nach rechts giere und jetzt mal loslasse, ne, dann schlabbert er nicht doing, 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 doing rum, sondern er geht schön gerade wieder rein. Also eine ganz tolle Dämpfung. Ähm, was die Haptik das betrifft, muss ich sagen, es ist wirklich ein tolles Ding. Und auch was die Knöpfe betrifft, ja, was soll ich sagen? Also Knöpfe. Da haben wir die Knöpfe. Da habe ich das mal so ein bisschen mühevoll, ein bisschen ausgearbeitet, damit ihr einfach nochmal die Belegung seht. Wir haben auf der Bodenplatte jeweils links und rechts 7 Knöpfe, macht insgesamt 14 Knöpfe. Und wir haben oben am Stick selber dann nochmal den POV. Und wie ihr schon seht, es gibt eine Nummer, die Nummer 20 und nicht die 21, 22, 23, 24, das für jede Richtung oder die Mittelstellung eine 5 ist. Und dadurch, das ist der große Nachteil von dem Stick, was ich mir wünschen würde, wenn Winwink eine richtige Achse das macht, dass ich POV zum Beispiel wirklich eine gleitende Ansicht von links nach rechts gehen kann und nicht immer die Cockpit-Ansicht von links vorheige oder nächste durchblättern kann. Das Jammern auf hohem Niveau. Funktion habe ich auf meiner Hota gelegt. Wäre aber trotzdem schön, wenn man es auf dem Ursa Flightstick auch hätte. Sagen wir es mal so. Ja, dann haben wir die 22, den berühmt-berüchtigten Autopiloten zum Deaktivieren. Und die 21, auf der habe ich zum Beispiel jetzt meine Bremse. Ja. Ähm, so. Und dann hätten wir last but not least einmal, das hatte ich schon mal erwähnt, an der Unterseite. Ganz tolle Sache. Es gibt eine Bodenplatte, die kann man easy going wirklich hier lösen und hat hier 3 Schrauben. Ja, Schraube A und B um die Y-Achse und die Schraube C um die X-Achse, die Dämpfung nachzujustieren. Kein Aufschrauben, nichts. Super gut gelöst. Also auch hier ein ganz großer Pluspunkt. Ja, Strike Wing Ring, sage ich da nur. Beim Winwing, wenn wir noch mal einmal ganz kurz zurückgehen, ja, alle 3 haben ja einen Schubregler. Ja, und der hat 38 Millimeter. Bei dem TCA sind es tatsächlich nur 20 Millimeter. Geht. Aber dadurch, dass ich einen längeren Schubregler habe, kann ich das Ganze auch filigraner steuern. Ähm, Gefällt mir sehr gut, was dann natürlich daraus resultiert, jetzt wissen wir, warum die 2 Zentimeter Bodenplatte die Fläche größer ist. Eine Erklärung davon. Ja, was kann ich noch so erzählen? Die POV habe ich euch erzählt. Ja, na, das finde ich nicht so toll. Dann haben wir die Achsen, die Justierung haben wir. Im Prinzip könnten wir jetzt eigentlich auch schon hingehen und mal eine Firmware-Update machen, würde ich fast sagen. Also, wenn ihr Bock habt, dann schaut da jetzt einfach mit zu. Und so sieht das Ganze aus. Das ist die SimApp Pro. Wir können ja einmal, so, jetzt muss ich aber hier rüber wechseln. Wir gehen mal auf die Start. Wenn die SimApp Pro startet und die möchte komischerweise Adminrechte haben und diverse andere Freigaben, was mich so ein bisschen an dem Ganzen stört. Deswegen nutze ich die eigentlich für meine FCU. Seht ihr, die habe ich ja hier auch. Von Winwing nutze ich die SimApp Pro Software gar nicht. Abgesehen davon kann ich dann nutze ich MobiFlight. Und dann kann ich auch eine Boeing, habe mich neulich irgendwie verschrieben, hat einer im Forum in den Kommentaren gemeint, Mann, was ist das für ein Pilot? Kann ich mal Boeing schreiben? Na, ja. Ist auch das Allerwichtigste, wenn man eh vergisst. Inhaltlich sollte man immer gucken. Aber gut. So, wir klicken jetzt hier ruf. Dann macht er hier den Test. Und hier könnte man auch kalibrieren. Jeder weiß,
Bei Fly-by-Wire bzw. beim Phoenix kalibrieren wir das Ganze innerhalb vom AFB. Was es zu kalibrieren gibt. Habt ihr übrigens, gestern gab es Updates. Das Avionic Update hat bei so ziemlich vielen zu CTDs geführt. Lager Navigraph-Ordnern. Navigraph-Ordner raus. Vielleicht mache ich noch mal ein kleines Video dazu. Gab aber heute tatsächlich, waren sie relativ fix, haben sie das Update nachgeliefert und Fehlerkorrektur gemacht. Also ich konnte dann heute auch wieder fliegen, wobei ich habe gestern auch schon die 3 Ordner gelöscht. Und das war witzigerweise schon mal das gleiche Problem, dass man Navigraph-Ordner löschen musste und Microsoft ist wieder auf die gleiche dumme Falle gefallen. Ähm, ja, Qualitätsmanagement ist manchmal so eine Sache, ne, Microsoft. Gut, aber einmal nochmal zur Software. Wir haben einmal, wir können ja das Ganze jetzt entsprechend, wie ihr seht, kann ich mir hier die Totwinkel einstellen. Ich gehe mal oben auf den POV, auf die 20. Ich drücke vorne die 22, beziehungsweise die 21. Einmal den Autopiloten, die 21. Ich nehme meine X-Akte für Seitenruder. Ähm, Das ist auch nochmal so ein bisschen, ähm, ob ich jetzt 6 oder 10 Newton habe. Das Ding läuft schon nochmal etwas bisschen schwerfälliger als der T16000 und das finde ich zum Teil richtig gut. Ja, dann haben wir den Schubregler, wupp, wupp, den Slider mit 40.000, 4.095 Punkten. Und hier haben wir entsprechend das Licht, das wir hier über den Schieberegler in der Intensität einstellen können. Und hier rechts hätten wir die Vibrationsintensität. Ja, ist ein kleiner Daumenschmeichler. Oh, Massage, fühlt sich gut an. Wenn es denn im Flugsimulator funktioniert. Tut es aber nicht. So, dann haben wir hier nochmal die Kalibrierung. Und hier haben wir das Firmware-Update. Wie ihr seht, schon erwähnt, es gibt einmal für die Base und für den Grip, für den Stick, tatsächlich separate Firmware. Und hier für den Grip gibt es tatsächlich ein Update. Was das Ganze kann, weiß ich nicht. Ich habe auch noch keine Release Notes gesehen, was da immer insbesondere jetzt dann irgendwie dann verbessert wird. Können wir noch mal gucken. Aber okay. Jo, wir klicken einfach mal drauf. Und so, was Winwing gerne hätte, und das ist auch tatsächlich begründet, vibriert, ähm, immer ein USB-Gerät bei Firmware-Updates direkt an einen eigenen Port, direkt am PC, nicht über einen Hub oder sonst was. Ähm, Das kann zu Problemen führen. So, ich mache das jetzt aber trotzdem einmal. So, ihr habt den Piep gehört und er fängt an zu blinken. Das ist ein Indiz dafür, er macht jetzt das Update. So, hier seht ihr auch schon den Balken. Und dann sind wir mal gespannt. Düm, 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 düm. Läuft. So, ich sage einfach mal Prost. Cheers. So, Update ist durch, geht relativ schnell. Und schauen wir mal, ob das Ganze jetzt funktioniert hat. Er hat es heruntergeladen. So, sicherheitshalber mal kurz einen Test machen. Schade nie. So, nachdem wir jetzt das Firmware-Update gemacht haben, können wir ja auch einmal in den Flugsimulator reingehen und gehen hier in die Steuerungsoption. Ihr seht hier, der T16000 ist noch schön bei mir im Einsatz weiterhin mit dem Throttle.
Und da haben wir ja die WinWing FCU. Da können wir ja in den Settings selber nicht so viel machen. Und dann haben wir den WinWing USA. Und wie ihr seht, das finde ich so ein bisschen schade. Es gibt noch kein Profil. Das heißt, wenn ich von Trustmaster oder sonstigen, da gibt es diese Target-Zertifizierung, wie sich das immer auch nennen mag, da haben die großen Spielehersteller schon eine Standardbelegung. Warum Microsoft bei WinWing das jetzt noch nicht hat, verstehe ich nicht, aber okay, gut. Ähm, Wie ihr seht, er wird zwar erkannt, WinWing Ursa Minna, Civil Flight Stick, bla bla bla, das hat Microsoft so auch schon erkannt, aber wir haben halt keine zugewiesenen Tasten. Ja, dann musste ich mir die jetzt mal selber hier so zulegen. Ich habe das mal so auf die Schnelle gemacht. Ähm, Hier diese Gierungsachse Cockpit-Ansicht, vergisst es, es wird nicht funktionieren. Das ist das Doofe. Ja, was ich machen kann, ist höchstens hingehen und sagen, vorige nächste Cockpit-Ansicht. Und ja, wie gesagt, das war nochmal auf hohem Niveau. Ansonsten haben wir dann hier Außenansicht umschalten, freie Ansicht habe ich hier gemacht. Pause aktivieren habe ich auf 3 und 4, damit ich mal einen Kaffee holen kann. Und wenn der Sprit nicht ausgeht, eben Standard, ne? Einmal Steuerknüppel nach links, nach rechts, oben, runter, Achse umkehren. Die Bremsen habe ich mir jetzt auf die 5 gelegt, die Parkbremsen. Ja? Ähm, auf dem Runaway entsprechend oder Taxiway die 21, wenn ich über 25 Knoten komme. Und Autopilot aus ist ganz klassisch die 22. Soweit. Ja, mehr gibt es eigentlich da jetzt erstmal gar nicht zu erzählen. Sind wir eigentlich fast schon wieder am Ende. Können einpacken. Feierabend machen. Nein, ich gebe euch nochmal ein Fazit. Bezahlt habe ich 59 Euro. Versand war innerhalb von 4 Tagen da. Ich habe hier ein Produkt, was von der Haptik, von der Wertigkeit, von der Verarbeitung einen super soliden Eindruck macht. Auch von der Optik her. Es kommt ab dem 8.10. die EFIS von WinWing. Das zweite oder sagen wir mal erste Erweiterungsmodul zur FCU. Und ich stelle mir das einfach jetzt mal wirklich, wirklich schön vor, wenn ich meine FCU habe, die EFIS und alles in diesem schönen ähm, Blauton, wie man es bei Airbus auch hat. Also sie halten sich da wirklich so ein bisschen auch an das Konzept. Die Knöpfe wirken, ja, es ist ein ganz geringer Druckpunkt, sage ich jetzt mal. Also nicht jetzt, dass er lotterig ist. Es sind so ungefähr 1,5 Millimeter, die du reindrückst. Finde ich beim 16.000er tatsächlich ein bisschen besser. Da drückt man ein bisschen tiefer rein, hat so eine Art Klacken, auch ein richtiges Klacken. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es eine tolle Geschichte. Die dezente Beleuchtung, wenn man abends im Dunkeln noch ein bisschen fliegt, dann hat man so eine kleine Hintergrundbeleuchtung, finde ich auch sehr schön. Was ich ein bisschen schade finde, ist die Tatsache, dass er die Vibration nicht unterstützt. Das wird in anderen Spielen aber wohl so sein. Wir haben eine große Bodenplatte, die 2 Zentimeter, die einfach dran denken, aber dafür auch einen wirklich richtig guten Halt. Ja. Ähm, für 59 Euro, finde ich, gibt es momentan eigentlich bis auf den TCA in der Form jetzt nichts Besseres. Und von den Nachteilen her, ja, POV oben, es ist keine Axis, es ist wirklich ein Button. Ähm, Ich entscheide mich entweder für eine Links- oder für die Rechtshänder-Variante. Finde ich jetzt, hätte man vielleicht auch wie beim Trustmaster TCA auch so machen können, dass man sagt, komm, ich gebe euch ein paar Teile dazu, dass man sich das selber umbauen kann mit einem kleinen Switch. Hätte man auch gut und gerne einen Zehner bezahlen können. Ja, und ansonsten warne ich einfach mal drauf oder weise darauf hin, wenn man bei WinWing bestellt, ja, lasst es jetzt vielleicht doch mal längere Liefer- oder Wartezeiten sein, bis sich das alles rumgesprochen hat. Ursa Minna ist verfügbar und. Ähm, Dafür habt ihr halt auch einen echt entsprechenden Preis bezahlt, ein günstiges Teil mit einer entsprechend ordentlichen Leistung. Was mich immer noch so interessiert, ich hatte immer noch das Glück besitzt, dass ich den Support von WinWing immer noch nicht in Anspruch nehmen musste. Ist auch immer so eine Sache bei Trustmaster, weißt du halt, du hast einen Kontakt und du kriegst dann irgendwie ein Ersatzteil oder, wenn es noch im Rahmen von der Garantie ist, weiß ich bei WinWing nicht. Die sitzen in China, weil es da jemand schon irgendwie eine Kontaktanfrage oder einen Supportfall hatte und damit Erfahrung.
Schreibt die gerne mal in die Kommentare, auch für die anderen. Es ist halt auch wirklich, glaube ich, eine Kaufentscheidung, was den Support betrifft und Langlebigkeiten. Ansonsten bestellt das Ding, probiert es aus. Ich finde es gut. Hätte mir natürlich gewünscht, dass die Vibration noch ein bisschen geiler ist oder überhaupt funktioniert, so gerade bei Start und Landung. Aber ansonsten, ja, macht Spaß. Ne? Ähm, ich werde wahrscheinlich das nächste Paket, was ich bekomme, das ist die Hota. Ähm, Auch nochmal richtig großer, heftiger Block, alles Metall. Bin ich gespannt, werde ich dazu auch nochmal ein Video machen und euch daran teilhaben lassen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ganz wichtig, gerne ein Like, auch gerne abonnieren. Ab und zu kommt tatsächlich mal was Sinnvolles von mir. Und was euch nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. In die Kommentare schreibe ich nach dem nochmal den Link rein für die SIM App Pro und für die PDF-Anleitung, was ich nochmal in Ruhe durchlesen will. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Bleibt gediegen. Noch einen schönen Feiertag. Wir haben hier in Deutschland Tag der Deutschen Einheit. Für mich ist es tatsächlich ein langes Wochenende. Vielleicht schiebe ich morgen noch mal ein Video nach und bleibt mir gediegen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.